Servus Leute und herzlich willkommen bei The Car Crash Review. Ich bin die Jessie und wir haben heute was ganz Besonderes vor. Und zwar sind wir in Hannover im Werk von VW Nutz und ich habe hier ein richtig krasses Auto dabei. Und zwar ist das kein gewöhnlicher VW Amarok, sondern der Red Rock. Ein ziemlich cool getunter und den möchte ich euch heute zeigen, falls euch heute alles daran interessiert, was an dem besonders ist, welche Firmen beteiligt sind und was auch im Innenraum cool ist, dann bleibt ihr jetzt gerne dran, abonniert den Kanal und dann schauen wir uns den jetzt mal genauer an. Kommt mit! Bevor wir jetzt über die Optik sprechen, noch kurz aus in eigener Sache, schaut gerne mal bei unserem Kooperationspartner GoLeasy vorbei. Das ist eine Vergleichsplattform für Leasingangebote und die vergleichen für euch ja zwischen Anbietern wie Leasingmarkt oder auch Vehiculum und da findet ihr garantiert euren besten GoLeasy-Preis. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr den Red Rock da nicht so finden werdet, weil der ist einzigartig, der steht jetzt hier nur einmal so da. Aber schaut trotzdem mal vorbei, falls ihr an einem Amarok interessiert seid. Und was ist jetzt an dem besonders? Recht viel, sehr, sehr viel sogar, aber fangen wir jetzt erstmal hier mit der Lackierung an. Und die hat so viele Stunden gebraucht, dass die VW Nutz-Leute die nicht mal gezählt haben und auch nicht in den Preis mit einkalkuliert haben. Wir haben jetzt hier 14 Liter Lasur drauf, in einem mega schönen Rot, wenn ihr euch das auch nochmal vom Näheren gleich anguckt oder ich mache ein Schnittbild drüber. Und wir haben hier, was auch sehr viel Lack gekostet hat und sehr viel Arbeit, die ganzen Teile, die eigentlich aus so einem ja, rauen Plastik sind, glanzlackiert in einem Glanzschwarz. Auch das VW-Logo hier vorne und hier wurde wirklich kein Teil ausgelassen. Das heißt, auch das Gitter hier vorne haben wir in einem Glanzlackschwarz und auch hier vorne die Lippe. Und dieses Rot, was wirklich sehr schön glitzert und eben auch dieses Glanzschwarzlack, sieht mega geil aus. Mein Herz ist ein bisschen stehen geblieben, als ich den so gesehen habe. Und was auch besonders ist und an einen GTI erinnern soll, ist diese rote Linie hier in den Lichtern und auch dieses rote Emblem. Die Lichter sind übrigens von Seven Lights, die erste Tuning-Firma, die hier vorne zumindest beteiligt war und ist. Und jetzt schauen wir uns den mal hier ein bisschen in der Seite an und sehen, dass er eine brutale Radkastenverbreiterung hat. Der steht richtig breit da und die ist von Delta 4x4. Und was ganz cool daran ist, das müsst ihr euch hier vorne nochmal angucken, ist, dass die Leute, die den hier getunt haben, nochmal geschaut haben, dass dieser Schnitt hier oder dieser Knick genauso wie im Original sich wiederfindet. Ich mache euch auch noch ein Schnittbild von dem Original drüber. Dann haben wir hier 22 Zöller drauf, riesige Schlappen und OZ-Felgen, mega geil in der Farbe, wie ich finde. Und wir haben auch Revo-Bremsen drauf. Also hier wurde schon einiges gemacht und was super spannend ist, ihr seht ja jetzt, der liegt ganz schön flach, eigentlich total untypisch für so ein Offroad-Auto. Bis zu 20 cm kann man den runterfahren, dann steht er jetzt so da, wie wir ihn euch jetzt eingestellt haben. Ist nur eine Parksituation oder Parkposition, zum Fahren wird er dann weiter hochgefahren. Und jetzt gibt es dann ein ziemlich cooles Gimmick, das möchte ich euch mal zeigen. Und zwar haben wir hier eine Fernbedienung, dafür muss ich den Motor kurz starten. Beziehungsweise die Zündung anmachen. Klicke hier mal drauf und ihr seht, die Luftfederung ist von Werk 2 und ich kann mir jetzt hier verschiedene Positionen einstellen. Heißt, ich kann einerseits das Fahrzeug jetzt so wie es hier ist, sehr tief legen, kann es aber auch in Fahrposition bringen oder auch für Offroad hier hochklicken, kann auch rein theoretisch jedes einzelne Rad einzeln steuern. Das ist schon ziemlich cool und irgendwie ein bisschen verrückt. Man kann es rein theoretisch auch per App steuern oder eben mit dieser Fernbedienung hier. Das Chip-Tuning ist übrigens auch von Werk 2, aber dazu erzähle ich dann später was beim Motor. Jetzt schauen wir uns noch das Heck an und da ist auch was ganz Besonderes passiert. Nicht nur, dass wir hier natürlich auch die schöne rote Farbe haben und auch die glanzlackierten Elemente, sondern das Amarok-Zeichen oder das Emblem, was normalerweise hier steht, ist in die Mitte gewandert, steht hier jetzt auch groß in Lack lackiert in der Mitte und ganz schön brutal da. Und wenn wir jetzt hier hinten die Tür aufmachen, haben wir hier ja, so einen kleinen hydraulischen Hubarm, der hilft, das Ganze zu öffnen und halt eben leise und lautlos zu machen. Da hinten passt jetzt eine Tonne drauf oder auch eine Palette und der zieht jetzt 3,5 Tonnen. Jetzt machen wir den mal wieder zu. Nicht den schönen Lack hier dreckig machen. Geh noch mal rum und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt noch den Sound, spring rein, ihr bleibt da mal stehen und dann hören wir uns den mal an.
Und was sagt ihr? Unter Last dürfen wir ihn heute euch leider nicht zeigen. Ich darf ihn auch nicht fahren, super schade, aber hört sich schon ziemlich gut an, oder? Und jetzt schauen wir uns noch kurz den Motor an. Und hier ist natürlich das meiste passiert. Ich mache das jetzt hier mal auf. Ah, was ich vergessen habe, die Abgasanlage ist übrigens von Edel 01. Schwer ist er auf jeden Fall. Nichts für so eine schwache Frau wie mich. Hier machen wir jetzt auf und wir haben jetzt hier ja von 258 PS auf eben 350 gechiptunte PS. Wir haben 750 Newtonmeter maximales Drehmoment, normalerweise eben 580. Und was mega krass ist, das zeige ich euch jetzt gleich im Innenraum, der fährt jetzt nicht 207 VMAX, sondern 240, vielleicht auch 250. Die Tachonadel hört da drin auf bei 240. Und jetzt würde ich aber sagen, machen wir den wieder zu. Eine Sache noch, schaut mal, das V6 hier vorne wurde auch in dem Rot lackiert. Sehr, sehr schick mit ganz viel Detail. Wir machen hier zu. Ich gehe rein und zeige euch noch, was da drin alles so besonders ist, weil wir haben ganz viel Neidfaktor da drin. Kommt mit. Jetzt geht es weiter, wie versprochen, mit dem Innenraum. Ihr seht schon, ich sehe hier ganz schön klein aus. Kleine Jessie im großen Red Drop. Und hier drin ja war Neidfaktor am Werk. Die haben hier quasi alles mit Alcantara bezogen und das möchte ich euch jetzt kurz zeigen. Wir haben jetzt hier das Dach, das gibt es im Amarok auch aus Alcantara in schwarz, was ich mega cool finde, weil früher waren die immer sehr hell. Und wenn ihr euch jetzt hier vorne mal alles anschaut, ist das halt in einer Qualität mit Alcantara bezogen, mega krass, wirklich. Also da kann jede Handtasche, die ich habe, nur neidisch gucken. Wir haben auch hier die roten Kontrastnähte, die auch nochmal draußen zu der Farbe passen. Und sogar die Armatur hier vorne ist abgedeckt mit Alcantara. Hier vorne ist alles mit Alcantara abgedeckt und hier drin fühlt man sich wie im Alcantara-Himmel. Auch das Lenkrad ist neu. Das ist ein anderes Teil und zwar ist es vom Caddy Highline, das sportlichere Lenkrad, ist unten ein bisschen abgeflacht und hat hier oben auch eine 12 Uhr Markierung, auch von Neidfaktor, eben getuned in einem Alcantara. Weiter geht's mit Alcantara, mit der Alcantara Show hier im Mitteltunnel, alles baut mit Alcantara, hier vorne sogar die Ablage. Wir haben auch den Gangwallhebel und den Sack hier dazu in Alcantara, die Handbremse und sogar hier die Armauflage, also wirklich ziemlich cool. Und was hier auch noch besonders drin ist der rahmenlose Spiegel, gibt dem Ganzen auch noch mal so ein bisschen einen stylischen Ton hier drin. Dann schaut euch mal noch die Sitze an. Hier haben wir natürlich genauso wie vorne auch das Alcantara, rote Ziernähte, genauso wie auf der Rückbank. Die könnt ihr euch auch mal anschauen, ganz schnell. Also hier drin ist schon Wohlfühlen ganz groß geschrieben. Aber jetzt würde ich sagen, springen wir raus und ich sage euch mal, was der so kostet und wie viel das Tuning hier vor allem gekostet hat. Kommt mit! Kommen wir jetzt kurz zu meinem Fazit und der Red Rock basiert ja auf dem Aventura 3 Liter TDI und ich finde, die Jungs haben hier echt was aus dem rausgeholt und ich fand es super spannend, weil das war das erste Auto, mit dem ich mich mal so beschäftigt habe, wenn es ums Thema Tuning ging. Und jetzt habe ich euch eine Sache vorhin noch nicht gezeigt, die ist mir relativ wichtig und zwar haben wir hier hinten jetzt auch noch, das sind eigentlich die Serienlichter, die sind jetzt aber mit LED nochmal auch von Seven Lights ausgestattet und die haben durchwischendes Blinklicht, was schon ziemlich cool ist. Ich mache euch da auch noch ein Schnittbild drüber. Und ja, der Aventura begann bei 66.000 € und das ganze Tuning, was jetzt hier drin steckt, eben mit dem Werk 2, mit dem Edel 01 Abgasanlage, mit dem Neidfaktor da drin und auch mit den Seven Lights Lichtern, hat insgesamt auch mit dem Lack 40.000 € gekostet. Und das ist schon ziemlich krass, aber ich habe heute gelernt, Tuner stecken im Normalfall immer so ein Drittel nochmal an den Kosten des Fahrzeugs in das Tuning rein, wenn nicht sogar mehr. Schreibt mir da gerne mal in die Kommentare, falls ihr tunt, wie das bei euch so ist. Und dann kommen wir bei einem ziemlich krassen Preis über 100.000 € raus. Aber mit dem Auto hat man damit echt was Besonderes. Diese Tieferlegung finde ich ziemlich krass mit dem Luftfahrwerk, weil der steht so schon ziemlich schick da. Und hier ist eine Spreizung zwischen Offroad und eben aber auch einem sehr schicken, edlen Auto sehr gut gelungen. Abonniert gerne den Kanal, würde mich riesig freuen. Schaut doch gerne mal bei unserem Kooperationspartner GoLeasy vorbei. Den Red Rock werdet ihr da wahrscheinlich so nicht finden, aber bestimmt den Amarok. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, vielleicht auch wieder in einem Werk und vielleicht auch wieder mit dem Thema Tuning. Bis dann, Freunde.